Hallo liebe Modellautofreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um den Mercedes-Maybach S-Klasse von Almost Real im Maßstab 1:18. Wer meinen Kanal schon etwas länger abonniert hat, der weiß, dass ich schon mal ein Almost Real Modell vorgestellt habe. Und zwar genau denselben Wagen im Maßstab 1:43. Das war damals mein allererstes Modell von Almost Real. Und ich muss sagen, ich war hellauf begeistert. Das war wirklich ein sehr schönes Modell. Und es ist ein jetzt relativ neuer Player am Markt, wenn man das so sagen darf. Und lustig ist, dass Almost Real viele Modellautos angekündigt hat und auch schon teilweise rausgebracht hat, die Autoart angekündigt hat. Ich meine, die Modellautolandschaft ist ja gespalten diesbezüglich. Ne? Manche stehen weiterhin auf Metallmodelle, manche fahren auf die neuen Resin-Modelle ab und Almost Real hat eben sich gesagt, wir bauen weiterhin oder wir wollen weiterhin, dass Metallautos oder Modelle erhalten bleiben. Ich gehöre eher auch zu den Leuten, die eher zu Metall tendieren. Aber schauen wir uns mal die Verpackung an. Wie gesagt, hier vorne das Logo mit dem Titel und dem Bild. Hier auf der Seite auch. Hier hinten nochmal in größeren Form. Das gucken wir uns aber gleich in echt an. Hier, was der Wagen kann. Alles öffnen. Und auf der Rückseite die üblichen Informationen. Die Firma, die das Modell baut, heißt offenbar Sams Model Toys oder Sums Model. Ich bin nicht genau sicher, wie man es ausspricht, aber unter der Marke, die sie die Modellautos rausbringen, heißt Almost Real. Ja, ich packe den Wagen jetzt mal kurz aus. Bis gleich. So, hier haben wir die Styroporverpackung. An der Seite sind hier solche Laschen, die kann man entfernen. Eine neue Idee, habe ich auch noch nie gesehen. 2 Stück an jeder Seite. Und wir heben das Ganze mal ab. So, da ist das Modell. Aber vorher möchte ich euch noch zeigen, hier gibt es ein Zertifikat. Und zwar, hier kann man sehen, das ist die Seriennummer 846. Ich weiß nicht genau, wie viele Modelle Almost Real gebaut hat oder gebaut. Manche sagen 1000, manche sagen vielleicht 5000, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, das ist das Zertifikat, das dabei ist. Ich habe das jetzt nicht rausgeholt. Das soll alles schön original bleiben. Wir lüften quasi das Geheimnis, was ja jetzt keins mehr ist. So, und jetzt hole ich den Wagen mal raus. Der ist übrigens angeschraubt und hier ist noch so ein Opening-Tool mit dabei. Aber ich habe natürlich schon mal vorbereitet. Ja, und hier haben wir das schöne Modell komplett ausgepackt. Und wir können schon sehen, es ist sogar ein sehr, sehr, sehr elegantes Fahrzeug. Und wir fangen direkt mal vorne an. Die schöne Front von dem Mercedes hier. Na, wird scharf, so. S-Klassen-typisch. Wie gesagt, Mercedes hat sich ja entschieden, den Maybach weiterleben zu lassen, wenn auch als, sage ich mal, Firmenausstattung oder Fahrzeugausstattungspaket. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Früher gab es ja, wie gesagt, noch den originalen Maybach. Ich habe ein Modell von dem schon hier vorgestellt auf meinem Kanal. Link dazu in der Beschreibung oder hier oben im i. Und ich zeige euch am besten jetzt mal die Motorhaube bzw. den Motorinnenraum. Wir haben übrigens hier vorne einen kleinen Nippel, wo man drücken kann. Hier unten. Ja, könnt ihr das sehen? Hier. Kann man reindrücken. Und kann den Wagen so öffnen. So. Hier können wir den Motor sehen. In echt ist ja wahrscheinlich auch so sehr abgedeckt, sage ich mal. Und immerhin haben wir hier einen kleinen Aufkleber.
Ich zeige euch das nochmal im Nähern. Einen kleinen Aufkleber. Hier vorne den Füllstutzen für wahrscheinlich das Wischwasser. Und ansonsten ist nicht viel zu sehen, außer halt den relativ mächtigen Motorabdeckung. Und hier sieht man übrigens die Scharniere, sind auch sehr schön gemacht, meiner Meinung nach. Sehr filigran, also es gefällt mir wirklich gut. Ich mache den Wagen jetzt mal wieder zu. Und wie gesagt, der Stern ist auch relativ stabil, muss ich sagen. Aber Vorsicht, ne? Die Sterne sind ja leider doch sehr empfindlich, oftmals. Wie gesagt, die schöne Front. Hier haben wir diesen Radar, ja, Einlass, Aussparung oder Radarschild kann man ja fast schon sagen. Schön mit Chrom den Kühlergrill veredelt. Hier unten auch. Ist wirklich sehr gut gemacht worden. Die schönen Lichter sind gut gemacht, finde ich. Und kommen wir mal zur Seite. Und da sieht man schon das Maybach-typische, und zwar diese Felgen hier. Ja. Die Felgen sind sehr schön geworden, finde ich, passen auch richtig gut zum Modell, glänzen schön und sind etwas nachgemacht von den originalen Maybach-Felgen. Müsst ihr mal schauen, beziehungsweise schaut euch einfach meine Videos an zu den Maybachs. Wie gesagt, ich habe ja auch noch einen weißen vorgestellt, den 143, ebenfalls verlinkt. Und vielleicht kommt demnächst ja auch noch mal ein anderes Modell. Es gibt ja noch immerhin einen alten Maybach 62, ne? Ja, hier vorne sehen wir V12 Emblem und hier auf der Seite hinten sehen wir das Maybach Emblem. Ja, kann ich mal nah ran zeigen. Ja, es sieht sehr edel aus. Die ganzen Chrom-Applikationen hier sind auch sehr passend gemacht, nicht irgendwie klobig oder so. Sieht einfach, ja, sehr, sehr schick aus. Gucken wir von hinten. Ein bisschen Staub wegmachen. Von hinten ist der Wagen, finde ich, auch sehr schön gelungen. Hier können wir sehen, das Maybach-Emblem, auf der anderen Seite S600 und hier unten die Auspuffendrohre. 4 Stück, beziehungsweise 2 Endrohre, aber 4 Löcher. Die getönte Scheiben. Ja, also hier hinten die Heckscheiben und das sieht wirklich sehr, sehr schön aus, sehr, ja, wie soll ich sagen, es wirkt anders irgendwie mit dieser dunklen Scheibe. Hatte ich zuerst gedacht, sieht vielleicht komisch aus, wollen sie vielleicht was kaschieren im Innenraum, aber dazu kommen wir gleich. Ich zeige euch mal den Kofferraum und der ist auch sehr schön zu öffnen. Haben auch entsprechend schöne Scharniere oder gut umgesetzt, wie man hier sehen kann. Innen drin seht ihr hier den Subwoofer und hier den Lüfter bzw. die Kühleinheit. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier kann man sehen, ne? Hier. Und ist natürlich mit Stoffimitat oder Teppichimitat ausgekleidet. Hier auch schön die Kofferstütze oder Kofferablage. Ja. Die Rücklichter sind auch S-Klassentypisch, Schrägstrich Maybach in dem Fall. Im Prinzip ist es ja eine luxuriöse S-Klassenform. Ja, das muss man ja fairerweise mal zugeben. Ja, die andere Seite sieht natürlich nicht viel anders aus. Und ich denke, wir werden jetzt mal in den Innenraum reinschauen. Ich werde dazu wieder dieses Tool hier nehmen. So, einmal, zweimal. Und ich hole das Ganze jetzt mal näher ran. Und da kann man hier reinschauen. Erstmal auf die Fahrerseite. Also ich finde die Detailliebe und die Umsetzung, die Olmos Drill hier an den Tag legt, ist sehr beeindruckend. Also hätte ich so damals gar nicht gedacht. Ich habe mich zwar gefreut, wo ich gehört habe, es kommt ein neues Modell oder Modellhersteller an den Markt, der auch Metallmodelle baut. Aber ich hätte nie gedacht, dass sie die in dieser Qualität fertigen. Auch schön die Mittelkonsole. Die Ledernähte kann man hier schön sehen von den Sitzen. Ja, hier drin das Maybach-Emblem.
beziehungsweise die Maybach-Aufschrift. Die Türen sind schön gemacht. Und schauen wir mal ins Heck rein, beziehungsweise ins Fond. Das ist natürlich Maybach-typisch mit der riesengroßen Tür. Ja, TV, Entertainment mit Internet natürlich. Im großen Fahrzeug hier natürlich nicht. Kopfstützen wie Kissen im Prinzip. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, zum Füße hochlegen ist natürlich auch noch ein Teil vorhanden, was natürlich elektrisch hochfährt. Ja, und das sieht einfach ja fantastisch aus. Und hier kann man auch sehen, ein Panoramadach hat der Wagen natürlich auch. Ja. Und ist einfach wirklich schön. Und hier kann man auch sehen, die Felge glänzt wieder. Oder hier zum Beispiel vom Lautsprecher ist auch sehr detailliert. Ne? Die ganz kleinen Löcher kann man erkennen, meiner Meinung nach. Ja, die andere Seite zeige ich euch auch jetzt noch mal kurz. So. Hier könnt ihr die Mittelkonsole noch mal sehen, richtig. Und vorne nochmal die Tür. Sind auch die ganz kleinen Knöpfe für den Sitz sichtbar. Die Fensterknöpfe. Ist wirklich sehr schön gemacht worden, finde ich. Also, ich muss sagen, wer weiterhin Metallmodelle sammelt, der sollte sich diese Marke oder Hersteller nochmal anschauen. Beziehungsweise näher anschauen. Ich finde, das ist ein sehr würdiger Nachfolger von dem normalen Maybach. Natürlich, es gibt Leute, die meinen, es ist kein richtiger Maybach. Klar, ein richtiger Maybach ist es natürlich nicht. Aber es ist zumindest ist die Seele eines Maybachs mit verarbeitet worden. Ja? Es ist halt eine größere S-Klasse, die ein Maybach verschluckt hat, kann man sagen. Ja, eure Meinung zu diesem Fahrzeug würde mich mal interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Teilt diesen Kanal, teilt das Video und helft mir zu wachsen. Ich bedanke mich für euer Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, Mittag oder Abend. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.